Mein Name ist Markus Hammerer. Ich bin Produktmanager bei der Leica Gearsystems AG. Wir treffen heute Alexander Berti, Fliesenleger aus Österreich. Er wird uns von seinen immer größer werdenden Herausforderungen berichten. Eine Herausforderung, die er hat, das sind die immer größer werdenden Großformatfliesen. Diese sind teuer und dadurch ist Verschnitt bzw. fehlerhafte Bohrungen für zum Beispiel Armaturen, ist das ein großer Schaden für ihn. Auch sind Großformatfliesen in der Handhabung sehr, sehr schwierig. Also ich bin der Alexander Berti, bin von der Firma Eberle & Berti. Wir machen alles in Sachen Fliesen, Natursteine, Öfen. Ja, es gibt das jetzt schon mittlerweile seit 13 Jahren. Und jetzt sind wir da auf einem Objekt von uns. Alex, bitte beschreibe uns einen für diese Baustelle typischen Arbeitsablauf. Also als erstes macht man mal eine Art wie Bestandaufnahme vom Bad. Man misst aus die Raumhöhe, was man hat, die Längen, die Nischenmaße. Ja, dann zeichnet man mal an, wo man anfängt. Man teilt die ganzen Fliesenformate ein, das sind halt verschiedene. Aber jetzt in dem Fall haben wir jetzt 120 x 120 cm Fliesen. Wir mitteln jetzt zum Beispiel da den Wannenbereich aus. Dann teilen wir das natürlich in die Mitte. Wir richten dann alles ein, den Lino auf die Fliesenkante, auf die Höhe, auf die senkrechte Fuge. Und das sind natürlich unsere Messpunkte. Also schauen, dass es nirgends kleine Schnitte gibt. Da richte ich den Laser aus, auf die Mitte natürlich. Und von dort aus kann ich noch messen. Weil ich muss natürlich auch kontrollieren, ob die Wände im Senkel sind, oder ob sie gerade sind. Oder? Und das kann ich natürlich auch vom Laser aus messen. Und Höhe? Die Höhe kann ich auch mit dem Disto messen, klar. Also Abstände misst man schnell mal mit dem Meterstab und so. Oder natürlich größere Dichten und so, natürlich als mit dem Disto, geht schneller. Ja, wir verwenden die ganzen Messgeräte, also Disto und Lino von der Firma Leica. Und ja, es ist eigentlich, gehört zum Werkzeug dazu, wie der Kleber, ja, wir arbeiten halt damit und es vereinfacht uns einiges. Wie zufrieden bist du mit der Betriebsdauer des Linos? Ganz gut sind natürlich die Lithium-Ionen-Akkus, die halten sehr lange, weil der Laser, der läuft uns den ganzen Tag. Also. Der Lino L2P5G, wie er hier verwendet wird, hat eine Betriebsdauer von bis zu 28 Stunden an einer Lithium-Ionen-Ladung. Falls das einmal nicht reichen sollte, kann er alternativ mit alkaline Batterien betrieben werden oder über eine externe Stromversorgung. Ja, wir verwenden der L2P5G. Und ja, das ist optimal natürlich für uns, weil wir oft in hellen Räumen schaffen. Gerade im Tageslicht, man sieht das Grüne sehr gut. Also ist wirklich ein starker Laser. Grüne Laser sind wesentlich besser sichtbar als rote Laser. Das hat damit zu tun, dass das menschliche Auge 4-mal empfindlicher auf grünes Licht reagiert. Natürlich erfüllt der Lino alle notwendigen Sicherheitsnormen. Ich bin überzeugt von diesen Lasern. Wir verwenden sie schon lange, sie sind robust, sie halten, sie haben einen super Akku. Also wirklich, ja, ich bin zufrieden und funktionieren natürlich. Genauigkeit ist sehr gut, natürlich Schweizer Qualitätsprodukt, oder? Ist klar, kennt man, können das. Der Leica Lino wird entwickelt und designt in der Schweiz und wird nach strengsten Qualitätsvorschriften der Leica Gearsystems hergestellt. Auch wenn Pläne bestehen, erstellt Alexander Berti jeweils sein eigenes Aufmaß. Dieses bildet die Grundlage dann für die Planung, für die Durchführung der Arbeiten und für die Abrechnung. So ein Aufmaß kann sehr zeitaufwendig sein, das geht aber auch anders, wie Sie hier nun sehen können. Welches Gerät verwenden ihr da und warum habt ihr euch genau für den entschieden? Ich verwende da den Disto X3. Ich habe mich entschieden für den, weil er klein ist, handlich. Er ist spritzwassergeschützt, staubgeschützt, stoßfest, also IP65, oder? Also optimal für Baustelle. Wenn er mal runterfällt, ist er nicht gleich kaputt. Verwendet ihr den Disto im Zusammenhang mit einer App oder mit einer Software?
Ja, wir verwenden der Disto mit der App Distoplan für die ganzen Aufmaße. Was ist der genaue Arbeitsablauf zusammen mit der Distoplan-App? Ja, also ich komme auf die Baustelle, nehme das Handy, schalte den Disto ein, starte das Smart Room, verbinde mit dem Disto, ja, und dann misst sie alles durch und währenddessen zeichnet die App alles mit auf und ja, dann habe ich alles gleich. Ein neuartiger IMU-Sensor, wie er im Leica Disto X3 und X4 verbaut ist, erlaubt das Feststellen der Messrichtung und überträgt diese an die Distoplan-App. Es muss einfach darauf geachtet werden, dass entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn die Messungen aufgenommen werden. Die Messrichtung spielt dabei keine Rolle. Verwenden wir die Pläne denn auch zum Angebote zu erstellen? Ja, schon, weil wenn ich mal irgendwo ein Maß vergesse oder so, dann habe ich jedes einzelne Maß, was ich gemessen habe ich in der Tabelle. Also ich habe die Raumhöhe, ich hätte eine 3D-Zeichnung, wo ich natürlich auch eine räumliche Vorstellung kriege von dem Ganzen, wie das ausschaut. Weil das bin ja ich vor Ort, oder? Und nicht derjenige, der es im Büro bearbeitet, oder? Der kann sich da nichts darunter vorstellen. Wie werden die Daten weiterverarbeitet? Ja, also die Daten verschicke ich nachher sofort als PDF ins Büro und kann natürlich dort weiter bearbeitet werden. Die Daten können im Anschluss als JPEG oder PDF-Datei exportiert werden. Es können aber auch CAD-Daten erstellt werden im DWG- oder DXF-Format. Ja, die App ist auf jeden Fall alltagtauglich. Die funktioniert ganz gut, also ich bin zufrieden damit, ja.